Freunde, 3-0 auf Schalke gestern gewonnen im Freundschaftsspiel Hala Madrid. Schön, dass ihr da dabei seid. Ja, was soll man zu einem Freundschaftsspiel sagen? Ihr kennt ja meine Meinung zu Freundschaftsspiele, da kann man jetzt nicht so viel zu sagen. Es war Schalke, es war auf Schalke. Ich habe es leider nicht geschafft, dorthin zu kommen, weil ich von einer Geschäftsreise erst gestern nach Hause gekommen bin. Aber ich konnte das Spiel abends trotzdem sehen und ich weiß gar nicht, ob ich auch noch Karten bekommen hätte. Auf jeden Fall, ich wusste ja, dass ich an den Tag nicht konnte, leider. Fakt ist aber, es ist auch nur ein Freundschaftsspiel und Fakt ist, 3-0 gewonnen, das ist auch Fakt. Und Arda Güler, da muss ich mal was kurz vorweg sagen, Arda Güler, habt ihr gesehen in der ersten Halbzeit, also das Auge Arda Güler, ja, die Pässe und überhaupt. Er ist richtig gut drauf, würde ich sagen. Und ich kann nur hoffen, wie ich das schon in in der letzten Saison erzählt habe, oder jetzt an Anfang hier, wo ich jetzt wieder zurück bin, erzählt habe, der Junge muss spielen. Egal, ob Bellingham fit ist und natürlich auch sehr gut ist, da muss was gefunden werden, dass Arda Güler muss immer spielen. Das ist Fakt. Ja, sonst, es war die Mannschaft, sage ich mal, wie soll ich sagen, sie war fast komplett. Ne, ich habe ja mir gewünscht vor dem Spiel, dass die Mannschaft mal zusammenspielt, also auch Diomande und so weiter, dass MAP wieder da ist, dass dieses die neue Mannschaft in der NFL komplett zusammenspielt. Das war fast so. Auf jeden Fall hat mich das gefreut. Und ja, man kann immer nicht so viel sagen. Ich möchte auch nicht so viel sagen bei Freundschaftsspielen und ganz genau gegen Schalke. Im Endeffekt hätte man das auch noch, würde ich jetzt richtig meckern auf hohem Niveau, hätte man das Spiel ganz anders gewinnen müssen sollen. Und nicht nur 3-0. So. Aber man darf auch nicht vergessen, Schalke hat sich so ein bisschen gewehrt. Schalke hat das Spiel natürlich ein bisschen wahrscheinlich anders genommen als wir. Natürlich mussten wir auch das ernst nehmen, weil ich habe gesagt, verlieren am besten, egal ob Freundschaftsspiel oder nicht. Das darf man auf Schalke nicht. Das ist Fakt. Auf jeden Fall, ja, dementsprechend haben wir gewonnen. Und es gibt auch gar nicht mal so viel zu sagen. Wer hat gut gespielt? Außer Arda Güler, nehmen wir mal Arda Güler weg. Die erste Halbzeit richtig stabil. Aber es wurde eben auch viel gewechselt, ist ja ganz klar. Deswegen sage ich, sind Freundschaftsspiele immer, wie soll ich das ansehen? Wenn es jetzt bald losgeht, dann sind das ganz andere Spiele. Dann kann man auf die Spieler eingehen und so weiter. Courtois wurde ausgewechselt, der Lunin war in der zweiten Halbzeit, deswegen, was soll man da jetzt groß philosophieren oder diskutieren drüber? Da gibt's eigentlich ja nichts zu diskutieren, weil das eigentlich schwachsinnig wäre, ja. So, und man kann gute Vorbereitungsspiele machen, man kann schlechte Vorbereitungsspiele machen. Wenn man gute Vorbereitungsspiele macht, ist die Saison meistens vielleicht nicht so gut. Wenn man schlechte Vorbereitungsspiele macht, wird man spanischer Meister, whatever. Also, man kann philosophieren. Man kann höchstens sagen, ja, Vini Junior, jetzt hat er verlängert, und wenn ich dann so sehe, dass das gestern so da durchkommen und manche Sachen, weil auf Schalke auch schon nicht funktioniert haben, kann ich jetzt schon sagen, das ist das übliche Leiden und Thema. Die ganze Saison werden wir darüber reden, weil ich sehe das. Für ihn ist es wichtig, sein Gesicht zu straffen oder was er da gemacht hat. Ganz toll, was ich meines Erachtens nicht besser finde, aber das ist ja Geschmackssache, er muss es ja wissen. Wenn das der wichtigste Punkt in Vini Juniors Leben ist, ja, dann lassen wir es mal so stehen. Ich werde aber auch noch demnächst jetzt wirklich ein Video darüber machen, weil ich musste einmal mal ganz kurz was zu loswerden. Ja, aber jetzt nur am Rande. Wenn seine Gesichtsstraffung oder whatever, was er da gemacht hat, wenn das Wichtigste ist. Natürlich, klar, man weiß nicht, warum er das gemacht hat, kann ja auch alles wegen, in der Vergangenheit liegen, bla bla bla, aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist nicht sein Problem für der Vergangenheit, sondern einfach, dass er sag ich mal, bin ich doch schon wieder da mehr drin, sein Model oder sein Hauptsache, ich pose, das hat Vorrang, das ist an Nummer 1, und dass das jetzt meines Erachtens schlimmer aussieht, also schlechter aussieht als vorher, ich weiß nicht, warum er das nicht gelassen hat, naja, wie gesagt, und gestern, ich glaube, wir werden noch eine ganze Saison über Vini Junior reden. Ja, aber man musste ja verlängern, man hatte ja, wie gesagt, ich will das extra Video machen demnächst, morgen, übermorgen. Auf jeden Fall das dazu. Aber wir haben gewonnen, mehr muss man eigentlich nicht sagen. Dementsprechend Arda Güler,
richtig gut. Man konnte richtig, also bei ihm sieht man immer so ein bisschen, dass er Lust hat, genau wie Mbappé, muss man auch sagen. Man merkt, er kommt aus dem Urlaub, der Fallrückzieher im Training und so weiter. Er hat Lust, er ist noch da on point. Bei den anderen sehe ich dieselben Probleme wie vorher so ein bisschen. Aber das muss sich einspielen. Ich meine, da reden wir jetzt schon seit 3 Jahren von. Das muss sich einspielen. Jetzt holt man natürlich auf vielen Positionen, wo man erst letzte Saison was gekauft hat, holt man jetzt wieder was. Und das heißt, die müssen sich wieder einspielen. Ja, das hat keinen Anfang und kein Ende. Während Barcelona, auch wenn der Verräter Rodri da hingeht, da sage ich gar nichts zu mehr. Ich wusste, deswegen habe ich am Anfang der letzten Saison immer, am Ende der letzten Saison immer gesagt, ich will den bei uns nicht. Ich will den bei uns nicht. Und ich habe recht bekommen. Warum? Er hat uns verarscht. Im Endeffekt, ganz ehrlich, ich hoffe, das wird er merken, Alter, auf jeden Fall. Wenn wir vor allen Dingen auch gegen ihn spielen. Ja. Und dementsprechend, ja, kann man das eigentlich so stehen lassen. Wir haben gewonnen. Freundschaftsspiel und easy. Könnt ihr mal unterschreiben, ob ihr das gesehen habt. Vielleicht wart ihr aber auch so da, die Leute aus Deutschland. Vielleicht wart ihr auf Schalke, konntet das live sehen. Auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel ist, ist es ja dann immer ein bisschen anders. Aber es wäre natürlich geil. Und euch zu wünschen, wenn ihr da gewesen seid. Und dann würde ich sagen, gehen Grüße raus an euch alle und an die Freunde aus der Türkei oder die Follower, wie auch immer. Und dann würde ich sagen, Hala Madrid und bis zum nächsten Mal.